Da hinten eben irgendwo vor 500 Metern. Oh, bin ich dreckig. Habe ich mich auf die Fresse gelegt. Während ich gefilmt habe. Und die Kamera ist mir aus der Hand geflogen. Und ja, ihr ahnt es, in den Fluss rein. Unser ganzes Videomaterial ist weg. In Tadschikistan ist leider alles weg. Und die Kamera ist weg, was auch nicht so geil ist. Aber naja, mir geht's halbwegs gut. Ein paar Kratzer, die schon ein bisschen wehtun. Naja. Halt, auf dieser Kamera haben wir noch ein bisschen was. Mal gucken, was das wird. Viel Spaß weiterhin. Im Sommer 2017 sind wir mit unseren Fahrrädern durch das Pamirgebirge in Tadschikistan gefahren. Im ersten Teil unserer Reise sind wir von Kirgisistan aus kommend auf dem Pamir Highway gefahren. Von der Stadt Murgab aus sind wir dann allerdings von dem Pamir Highway heruntergefahren und haben uns auf den Weg in die Wildnis des Pamirs begeben. Vor uns liegt der Sorkhul Nationalpark, das Wakhan-Tal und schlussendlich der Weg in die Hauptstadt Duschanbe. Da vorne sind Murmeltiere, so eine ganze Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die warten auf uns. Die kontrollieren die Sorkhul-Bescheinigungen, Permits. Und wir haben den Pass gleich geschafft. Sieht man schon Sorkhul-See. Noch ungefähr 16 Kilometer und wir schlagen unsere Nachtlage da auf. Wenn wir das schaffen, der Wind ist sehr, sehr doll. So, da hinten ist der Sorkhul-See. Und hier haben wir einen alten Militärstützpunkt. Sieht ziemlich abgefahren aus. Da ist so eine riesige, fette Antenne. Ja, und im Hintergrund, was ihr da seht, ist Afghanistan. Deswegen ist dieser Militärstützpunkt hier. Der Sorkhul-See gehört quasi zur Hälfte zu Tadschikistan und zur anderen Hälfte zu Afghanistan. Also die Berge da im Hintergrund ist alles Afghanistan. Wir hören auf für heute. Bisschen weniger geschafft, als wir wollten. Das heißt, morgen ein bisschen mehr, 66 Kilometer, bis wir aus dem Sorkhul-Gebiet raus sind. Haben die Permit für 2 Tage, deswegen müssen wir morgen wieder draußen sein. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt haben wir hier einen schönen Ausblick auf den Sorkhul-See. Guten Morgen! Wir haben es tatsächlich geschafft, ein bisschen früher aufzustehen. Es ist jetzt, glaube ich, 7 oder so. Packen jetzt unseren Kram zusammen. Noch ist es nicht windig, ist noch windstill. Ich hoffe mal, dass wir, wenn wir gleich losfahren, immer noch ein bisschen Windstille haben. Dass der Wind erst später einsetzt. Einsetzen wird er heute wieder. Ganz sicher. So wie die letzten Tage. Es sind jetzt ungefähr so 20 Kilometer irgendwie so halbwegs gerade oder ein bisschen bergauf noch. Und dann die restlichen 40 Kilometer aus dem Sorkhul-Gebiet raus sind bergab. Also ich denke schon, dass wir es schaffen sollten. Das war der Sorkhul-See.
Jetzt geht's weiter. Der Pamir-Fluss fließt jetzt Richtung Vakantal. An dem fahren wir jetzt 100 Kilometer oder sowas entlang, die ganze Zeit bergab. So, wir sind am Pamir-Fluss angekommen. Da vorne ist er. Da hinten geht die Straße lang, da sieht man's. Der Pamir-Fluss bildet die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Also wir sind hier jetzt echt 50 Meter von Afghanistan entfernt und man könnte theoretisch einfach durch den Fluss durchlaufen und wäre in Afghanistan. Guten Morgen, wir sind hinter Kargusch, 5 Kilometer heute gemacht. Vorne waren ja, so ein bisschen Militärzeug und so weiter. Da hinten war ein Checkpoint, von da unten sind wir gekommen. Von da irgendwie, da muss irgendwie die Straße sein. Da hoch zu dem Checkpoint. Da war noch ein Checkpoint. Beim Checkpoint haben wir gefragt, ob es hier einen Laden gibt in Kargusch. Gab es leider nicht. Und dann haben wir gefragt, ob sie hier irgendein Brot haben. Sie haben gesagt, ja, die bringen das uns zum nächsten Checkpoint. Und wir haben irgendwelche coole gebackene Fladenbrote jetzt bekommen. Unsere Versorgung jetzt für heute, weil der nächste Start ist in 70 Kilometer und die Straße soll nicht so gut sein. Mal gucken. Ja, mal sehen. Also auf jeden Fall, genau. Hier geht es jetzt lang ins Vakantal. Kühe auf tadschikischer Seite und auf der afghanischen Seite Kamele. Guten Morgen! Wir sind hier gestern in einem richtig coolen Hotel gelandet. Die einzigen Leute hier irgendwie. Hier nochmal einen richtig schönen Ausblick auf das Dorf mit den ganzen Bäumen. Ist alles so mega grün hier. Es ist echt richtig, richtig schön. So schaut das hier aus. Gerade alles neu gebaut. Hier ist unser Zimmer. 2 Betten. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir dabei, unsere Räder wieder zu bepacken. Dann geht es weiter durchs Vakantal. Von da kommen wir jetzt. Da ist der Fluss Pamir. Und hier aus dem Tal kommt der Fluss Vakan. Daher auch der Name Vakantal. Und die beiden fließen zusammen zu dem Fluss Panj oder Panj. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Der fließt in die Richtung und da fahren wir nun hin. Die Tasche ist kaputt gegangen. Der Halter ist abgerissen. Scheiße. Versuchen jetzt das Ganze irgendwie mit dem Band am Gepäckträger festzumachen. Irgendwie behelfsmäßig. Und dann gucken wir mal. Irgendwann werden wir vielleicht Ersatz bekommen. Aber jetzt muss erstmal irgendwie ein Band herhalten.
Der Schotter fordert sein Tribut. Jetzt wird der Ingenieurtalent von Michel gefragt und der hat schon eine erste Lösung für die Tasche Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. mit den Bändern. Also wir sind in Schüttkopf. Und hier gibt's Asphalt. Juhu! Wo sonst, wenn in Schüttkopf? Ja! Hallo! Wir sind in Koruk angekommen, gestern schon. Yeah. Total erschöpft und fanden Zuflucht in der Pamir Lounge. Hier haben wir unser Zelt aufgebaut. Man darf hier nämlich auch einfach sein Zelt aufbauen. Das kostet dann $5 pro Nacht. Echt richtig cooler Ort hier, richtig schön ruhig, irgendwie voll grün, also am Rand von der Stadt. Ups. Und genau, wir bleiben noch eine Nacht länger und morgen geht's dann weiter. Wir sind ja heute Morgen in Korok wieder losgefahren, war echt ziemlich cool. In der Pamir Lodge, vielleicht noch ein kleines Fazit zum Wakhan-Tal. Am besten fand ich das Übergang, als wir in den ersten größeren Dorf da reingefahren sind. In Langar. Langar, als auf einmal kamen die Bäume, auf einmal wurde alles grün, auf einmal viel belebter und nicht mehr steinig und staubig. Ja. Was ich anstrengend in Wakhan natürlich fand, dass wir immer gegen den Wind gefahren sind. Also genau, der Wind geht immer von West nach Ost. Also wenn man von Duschanbe losfährt Richtung Ost, Richtung Kirgisistan oder was, dann hat man immer Rückenwind. Aber wir hatten immer den Wind von vorne, aber wie Olga auch meinte, also dieser Übergang, dass auf einmal alles grün wurde, das war richtig beeindruckend. Allgemein diese ganzen kleinen Oasen, die sie da haben. Also du fährst echt in das Dorf rein, alles ist grün, überall riesige Bäume auch und so weiter. Dann fährst du aus dem Dorf raus und alles wieder braun und Wüste und Sand. Schon sehr beeindruckend, war toll, war eine coole Tour. Ja. Jetzt gucken wir mal, was uns auf der Strecke nach Duschanbe erwartet. Привет. Bye. Kommt von afghanischer Seite ein Fluss, der hier in den Panj, in den Grenzfluss reinfließt. Und da hinten sieht man, wie die beiden Farben da so zusammenfließen. Das sieht echt genial aus. Aber grau gewinnt. Grau gewinnt. Gerade gemütlich Mittagspause gemacht, schön ein bisschen Brot gegessen, ein paar Rosinen. Und jetzt werde ich mich rasieren für das Turkmenistan-Visa. Sollte man, um seine Chancen zu erhöhen, rasiert erscheinen. Die mögen da nicht so gerne Bärte in dem Land, deswegen werde ich jetzt einmal den Bart abschneiden. Mal gucken, ob es eine gute Idee ist. So schaut's aus. Ich hab's getan. Ziemlich ungewohnt, aber ja, war jetzt mal an der Zeit. Was meinst du? Ja, sieht ganz süß aus. Mit deinen langen Locken und ohne Bart. So, Straßenbau in Afghanistan. Da sind sie dabei,
per Hand nach und nach jeden kleinen Stein da rauszuhacken. Da wollen sie irgendwie hin, da gibt es eine Straße. Also das ist echt total spannend. Die sind hier auf dieser Seite am Arbeiten, bis da. Hier von dieser Seite kommen sie da irgendwie so ein bisschen irgendwie und da ist die Straße. Und hier ist auch so ein bisschen Weg und da hinten aber sind sie auch am Arbeiten, was wir eben schon gefilmt haben. Da bis da und dann hier wieder, da fehlt noch ein Stückchen und da hinten ist auch wieder Straße. Wir fragen uns gerade, wie die Leute hierher gekommen sind. Ich meine, hier ist zu und in der Mitte ist auch nichts, aber die sind da am Arbeiten. Keine Ahnung, es ist irgendwie echt spannend. Da in der Mitte haben die irgendwie so ein kleines Lager irgendwie mit einer Feuerstelle oder so. Echt verrückt. Guten Morgen. Hier haben wir gestern gezeltet, sind schon ein ganz gutes Stückchen raufgefahren, die Serpentinen da unten. Sieht man die Straßen. Also für heute jetzt noch 20 Kilometer bis zum Pass und 1300 Höhenmeter, 700 Höhenmeter haben wir gestern schon gemacht. Na, was meinst du? Wann sind wir oben auf dem Pass? 3 Uhr habe ich ausgerechnet, wenn wir um 8 losfahren. Gut, ist jetzt 5:45 oder so, glaube ich. So 8 Uhr sollten wir auf jeden Fall locker schaffen, denke ich. Das Zelt habe ich schon abgebaut. Ein bisschen weiter die Räder schon bepacken. Dann gleich Frühstück und dann geht's los. Da hinten eben irgendwo vor 500 Metern. Oh, bin ich dreckig. Habe ich mich auf die Fresse gelegt. Während ich gefilmt habe. Und die Kamera ist mir aus der Hand geflogen. Und ja, ihr ahnt es, in den Fluss rein. Unser ganzes Videomaterial ist weg von Tadschikistan und Kirgisistan, auch der Großteil. Seit Osch. Okay, dann ist Kirgisistan wahrscheinlich doch noch größtenteils dabei, aber Tadschikistan ist leider alles weg. Und die Kamera ist weg, was auch nicht so geil ist. Aber naja, mir geht's halbwegs gut.
Oh, ein paar Kratzer, die schon ein bisschen wehtun, naja. Aber nichts Schlimmeres. Guten Morgen. Hier haben wir gestern unser Zelt aufgeschlagen, ungefähr 2 Kilometer oder so, nachdem ich gestern gestürzt bin. Sind wir noch durch ein Dorf gefahren und haben noch ein bisschen was eingekauft. Mir geht's gut, die Wunden verheilen sehr gut, haben wir gestern schön gereinigt, also da wird, glaube ich, nichts Wilderes mehr mit passieren. Tja, wir sind immer noch, ja, oder wir haben es vielleicht jetzt irgendwie hingenommen, dass unser Videomaterial weg ist. Ja, dass wir dieses Jahr keinen Oscar bekommen, aber für nächstes Jahr werden wir schon was Neues gesammelt bekommen und dann werden wir schon Oscar für eine Nomination schon haben. Genau, so schaut's aus. Ja, es ist echt schade, aber wir können es nicht ändern, deswegen müssen wir es hinnehmen. So schaut's aus. Ja, mal sehen. Wir packen jetzt so Sachen zusammen und dann in 10 Kilometern ungefähr ist nee, gar nicht, weniger, ne? 7 Kilometer. Ja, ich glaube noch weniger, irgendwie 3, 4, 5 Kilometer oder so ist ein Checkpoint. Und da verlassen wir dann die GBAO-Zone, also quasi, ja, schon so ein bisschen das Pamir-Gebirge. Lassen wir dann langsam hinter uns, sind jetzt noch gute 200 Kilometer bis Dushanbe. Endspurt nach Dushanbe. Wir sind in der Stadt Tawil Dara. Das ist irgendwie eine ziemlich moderne Stadt. Was auffällt, hier hängen extrem viele Bilder mit dem Präsidenten rum. Wir sind uns nicht so ganz sicher warum, aber vielleicht ist es irgendwie die Heimatstadt vom Präsidenten oder so. Da hinten ist er auch noch einmal. Der Präsident ist überall dabei, auch bei den Kids. Guten Abend! Heute ja, nochmal wieder einen Tag gefahren, nochmal wieder ein bisschen über die Kamera nachgedacht. Ich glaube, jetzt kann man das Ganze schon irgendwie halbwegs mit einem Lächeln sehen, dass einem sowas Bescheuertes passiert und dass halt nichts weiter passiert ist, also dass es uns beiden gut geht. Da hätte echt noch deutlich mehr passieren können, das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Das war da echt irgendwie an diesem reißenden Fluss und ich bin da umgefallen. Da hätte ich auch irgendwie reinfallen können, da weiß der Geier, was es ist. Ja, glücklicherweise nur die Kamera. Aber es ist echt einfach verrückt. Es passiert jeden Tag irgendwie immer irgendwas. Man hat nie irgendwie so einen normalen Tag oder so, wo man einfach mal Fahrrad fahren kann, gemütlich Mittag macht, weiter Fahrrad fährt, abends irgendwo schön sein Zelt aufbaut. Irgendwas passiert immer. Und es geht einfach so dermaßen schnell. Bin da gestern gefahren und innerhalb von einer Sekunde auf einmal das Videomaterial von einem Monat weg. Boom. Du kannst nichts machen. Ist ziemlich abgefahren. Es ist
ist 20 nach 10 und unser Zelt steht immer noch hier. Michel hat ihn auch ein bisschen erwischt. Mich hat's erwischt. Das, was alle Radfahrer hier haben. Kleine Lebensmittelvergiftung irgendwie, keine Ahnung, wissen nicht genau, wo es herkommt. Weil wir das gleiche gegessen haben. Es geht einigermaßen, es ist nicht so schlimm. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Genau, und wir haben noch 160 Kilometer bis nach Duschanbe. Und heute stehen 100 Kilometer an. Ich hab's ja gestern gesagt, irgendwie. Jeden Tag ist immer irgendwas. Ja, heute das. 1:30. Wir haben jetzt geschafft, auf der Hauptstraße zu sein. Michel geht's schlechter. Oh, es geht so. Nicht so gut. Nicht so gut und wollen aber gern morgen oder spätestens übermorgen in Duschanbe sein, wegen einem Visa für Usbekistan und Turkmenistan. Deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir jetzt ausprobieren, nach Duschanbe zu trampen und dass wir schon quasi heute Abend vielleicht da sind. Mal gucken, wir müssen schon ein bisschen Glück haben, weil wir haben 2 voll beladene Räder und wir brauchen ein großes Auto, das nach Duschanbe führt. Mal gucken, wie lange es dauert. Das war unsere kurze Mitfahrgelegenheit. Die Jungs haben uns 17, 20 Kilometer Knapp 20 irgendwie. gebracht. Besser als nichts, mal gucken. Besser als nichts, mal gucken, genau. Hello! Hello! Wir haben den Lift bekommen. Wir sitzen hinten drinnen irgendwie. In irgendeinem kleinen Lieferwagen. 30 Kilometer. Dann sollen die beiden, die vorne sitzen, da sind noch 2 andere drin, die steigen dann aus. Dann können wir nach vorne.